Auf zum letzten Spieltag gegen Leipzig. Es geht um die Champions League Vorbereitung auf das Conference League Finale gegen Fenerbahce. Es können halt so viele Sachen noch passieren. Wir können auf Platz 5 rutschen, auf Platz 6 rutschen, wenn Union und Wolfsburg ihre Spiele hoch gewinnen. Wenn wir hier verlieren sollten, also ein Punkt reicht uns sicher. Ich denke mal nicht, dass Wolfsburg und Union ihre Spiele 5-6-0 gewinnen, aber man weiß es nie. Ganz, ganz sicher wäre ein Sieg. Mit dem Remis müssen wir hoffen, dass die anderen, wie gesagt, nicht hoch gewinnen. Ansonsten, ja, Leipzig ist Dritter, da bleiben sie auch. Unten geht es zwischen Gladbach und Bochum um den 16. Platz. Und ansonsten ist alles andere entschieden. Also nochmal anschnallen. Abfahrt. Und wir gucken mal, wie schwer das gegen Leipzig heute wird. Das war in der Hinrunde, ja, eigentlich eine gute Partie auch von uns. Ich glaube, unentschieden, Rückstand gedreht. Aber ihr wisst ja, wie Leipzig ist, ey. Die haben leider halt auch ein paar gute Fußballer drin. Xavi Simons zum Beispiel ist einer davon und die machen gleich wieder Druck. Mit Šeško vorne. Achtung, erste Chance. Trapp ist da. Vorne Šeško und Openda. Die hätte ich halt auch gerne bei mir, aber egal, wir haben auch gute Leute. Wir müssen uns vor niemandem verstecken und das ist unsere erste Chance. Mamouche nicht im Abseits, die große Chance. Die Tür zur Champions League ganz weit aufzustoßen. Aber so nicht. So kläglich darfst du doch da die Chance nicht versemmeln, ey. Aber egal, es geht weiter. Hasebe unter anderem heute in seinem letzten Spiel hat nochmal drum gebeten. Ich habe lange überlegt, soll ich es machen oder nicht. Aber ja, warum nicht? Marco Otto bekommt heute nochmal sein Abschlussspiel in der Bundesliga. Und dann holt er vielleicht sogar noch einen Titel am Ende seiner Karriere. Und wieder Leipzig, ey. Xavi Simons, das ist Wahnsinn. Robin Koch ist da. Achtung, kein Foul und die Flanke ins Aus. Die sind mit 3-4 Mann vorne drin, die machen so schnelle Bewegungen. Wenn du da einmal den Fuß falsch ausfährst, dann gibt es Elfmeter. Das ist so, das ist schon vorprogrammiert. Aber auch die Leipziger sind nicht fehlerfrei. Wenn die nämlich pressen, dann haben wir hier Platz. Über Buta, Götze winkt, Mamouche winkt, Mamouche kriegt den. Ah, aber zu weit. Zu weit, zu weit. Vielleicht hätte den ja unser eventuell neuer Stürmer Rafiu Durunsinmi bekommen. Den haben wir uns ja im letzten Part mal angeguckt. Ich lasse den jetzt mal beobachten. Wäre ja auf Realismus mal angelehnt, dass wir den zu uns holen. Denn der ist nämlich auch auf gutem Wege zur Eintracht zu kommen. In echt, aber der schon im Winter. Und zurzeit machen das halt noch Ibimbe, Mamouche und Götze. Und Orban. Und Leipzig kommt wieder über Šeško. Da ist wieder Xavi Simons und wieder Trapp. Also wir kriegen schon einiges zu tun hier in der Anfangsphase. Das war aber auch so zu erwarten, ehrlich gesagt. Aber trotzdem weiterhin dagegen stemmen. Und wir hatten ja auch schon die große Führung auf dem Fuß. Die große Führung, die große Chance zur Führung. Das zum Beispiel. Das hat jetzt mal geklappt. Mamouche mit dem fairen Zweikampf und jetzt mal mit dem Lauf auf der anderen Seite gegen Raum. Den muss er aber eigentlich auch haben. So ein Orban in der Mitte, wenn er vorher durchgelaufen wäre. Warum stoppt er da ab? Wenn er nicht abgestoppt hätte, hätte ich ihn super in den Lauf legen können. Aber irgendwas hat ihn da blockiert. Keine Ahnung. Kavacha, ja, die Spieler, ey, wenn du die auch bei dir hast in der Mannschaft, das ist auch nicht so verkehrt. Und wieder Xavi Simons, über den läuft echt viel leider. In der Anfangsphase Haidara. Außen gegen Buta, der kommt da nicht in den Zweikampf rein und jetzt aufgepasst. Jetzt müssen wir uns wieder entscheiden, Haidara und Buta. Ist da und wieder Druck, wieder Pressing. Ah, auf dem Bierdeckel ausgespielt, sehr, sehr gut. Aber dann geht es leider nicht schnell genug nach vorne, oder? Buta, Ibimbe, kommt vor dem Aus. Kriegen wir nicht, weil Leipzig uns einfach zu sehr presst. Wir müssen dann einfach schneller die Seite verlagern. Nach Ballgewinn, eventuell, so ist der Plan. Sagt sich immer so einfach. Ja, wir verschieben gut hier. Da hinten können die Leipziger spielen, vielleicht auch ganz hinten rum, aber wir, ihr seht, wir kommen gar nicht ins Pressing rein jetzt. Und wieder kein Foul. Ibimbe und Orban. Nein, in den Rücken. Oder kriegt er den? Nee. Das ist dann halt zu ungenau. Das geht nicht.
Aber gut, Wolfsburg, wie gesagt, und Union, die müssen auch erstmal ihre Spiele gewinnen. Und solange wir hier das Remis halten, ist auch noch alles gut. Aber das ist das Mindeste, was wir holen müssen. Bei einem Rückstand, da wird schon ein bisschen... Oh, heftiger, Achtung. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. So, und jetzt muss Mamouche oben durchlaufen. Dann macht Skiri mal einer seiner berüchtigten Bälle in die Tiefe. Ja, kommt nicht an. Schade. Tja, auch hier ein sehr, sehr schweres Spiel. Aber auf jeden Fall mehr los als gegen Gladbach. Auf beiden Seiten. Klar, Leipzig, die sind von den Spielern her einfach besser. Die haben einen ganz anderen Kader, eine ganz andere Qualität. Schade, ich hätte jetzt gerne die Halbzeitergebnisse gesehen. Ein Schuss auf unserer Seite, das war der von Mamouche. Der muss eigentlich rein. Den macht er auch normalerweise, ey, in 9 von 10 Fällen eigentlich ist das ein sicheres Tor. Aber in dem Fall nicht. So, letzte Halbzeit in dieser Bundesliga-Saison. Und dann schauen wir mal, wo die anderen stehen, wo wir stehen. Ich hoffe, dann Vierter immer noch. Oder ob wir dann doch noch aus den Champions League-Rängen rausfallen. Das wäre natürlich sehr, sehr bitter. Auf den letzten Metern. Hier zu Hause, ey. Wieder Xavi Simons. Den bekomme ich heute nicht in den Griff. Der ist da so wuselig, so wendig. Genauso wie Danny Olmo. Jetzt kommen hier schon Hackenpässe, ey. Was soll das denn? Da hast du keine Chance, wenn die wahrscheinlich einmal anfangen zu zaubern, ey. Aber gut, wir können das auch. Aber auf eine andere Art und Weise. Jetzt vielleicht Orban. Ist mal auf die Außen ausgewichen. Kein Abseits. Götze. Ja, die kannst du nicht hoch anspielen. Die kannst du nicht hoch anspielen. Wir können nur versuchen, auch hier ins Pressing reinzugehen. Ansonsten müssen wir vorne nochmal Larsen reinsetzen. Aber das funktioniert nicht. Wieder Olmo. Union da oben ist in Rückstand geraten gegen Freiburg. Achtung, zeitgleich wahrscheinlich Leipzig mit der Führung. Nee. Aber das ist gut. Schon mal einen Konkurrenten weniger. Oh, Kunku schafft er das auf die andere Seite. Muss er schaffen. Sehr gut. Union liegt also schon mal hinten gegen Freiburg. Ist eine gute Nachricht. Jetzt fehlt nur noch Wolfsburg. Dann können wir uns auch eine Niederlage leisten. Will ich aber gar nicht. Ich möchte auch das Spiel hier gewinnen. Kunku Doppelpass mit Mamouche. Wenn er durchläuft, kriegt er den. Ja, oh, der könnte zu lang sein. Ja, und auch unser Pressing funktioniert heute nicht so gut wie in den letzten Spielen. Auch hier Götze, da wäre eigentlich dran gewesen. Ey, oh, Fehlpass, jetzt. Chance ins Gegenpressing zu gehen. Nee, dann ist es zu schnell und dann ist es auch zu ungenau. Also, wir finden heute nicht, wie sagt man so schön, die Balance zwischen Angriff und Defensive. Ja, Gegenpressing und Umschalten. Wolfsburg da oben, ja, 2-0. Also, die machen ihre Hausaufgaben, die gewinnen. Das heißt, wir müssen hier unentschieden spielen, auf jeden Fall. Aber Leipzig ist da, Achtung, Šeško, jetzt ist er wieder zurück. Achtung! Da war gerade wieder auch die Situation 50-50. Was mache ich? Entweder blockiere ich den Passweg oder ich versuche den Gegner zu attackieren. Ich habe mich Gott sei Dank richtig entschieden und hoffentlich entscheidet sich Mamouche jetzt richtig. Auch wieder keiner in der Mitte. Es ist zum Heulen. Doch. Orban ist da und Ebimbe. Ja, immerhin. Aber da muss ich nochmal einen Kopfballstarken vorne jetzt reinbringen. 2 Schüsse. Wo war denn der erste? Ach ja, von Mamouche. Klar, haben wir ja auch gesagt. Bin ich ja dumm. So. Dann machen wir Folgendes. Wir machen so und so. Und dann lassen wir das, glaube ich, so, ne? Max nochmal rein, vielleicht auf die linke Seite. Ein bisschen mehr Energie. Vielleicht können wir jetzt nochmal ein bisschen was über Flanken machen. Es ist echt spitz auf Knopf hier. Und Llorente kommt natürlich auch noch rein. Alles klar. Wenn du so einen noch auf der Bank haben kannst, Respekt. Aber gut, wer die Kohle hat, da braucht man gar nicht drüber diskutieren. So, Wechsel nochmal. Und es sind noch 20 Minuten bis zur Champions League. Sofern das hier 0-0 ausgeht, sind wir im Konzert der Großen oder spielen in der Liga der Großen wieder mit. Nächstes Jahr. Dann haben wir aber richtig schön reingeklotzt in der Rückrunde. Achtung, Knauf ist da. Sehr schön, erster Ballgewinn. Und ist direkt mal vorne mit dabei. Und der kann, ja, sich vielleicht eine Chance rausspielen, aber so nicht. Aber genau, von den Situationen brauchen wir jetzt auch einfach mehr. Ins Pressing rein, Ballgewinne. Im Mittelfeld schnelles Umschalten auf den Außen, aber wir dürfen auch nicht so große Lücken lassen. Das ist ein schmaler Grat, auf dem wir uns hier bewegen. Skiri steht richtig.
Aber auch da wieder zu schnell. Achtung, Openda wollte wieder was machen. Trapp mit Max zusammen. Sieht sehr abenteuerlich aus, ne? Aber es funktioniert. Skiri und Götze jetzt mit viel Platz. Komm, mal einen Umschaltmoment. Die Abwehrkette ist überspielt, beziehungsweise das Mittelfeld. Ebimbe mit Knauf und ganz hinten Skiri oder Mamouche. Da läuft Mamouche mit und jetzt aber die Chance. Mit links knapp am langen Pfosten vorbei. Also knapp, vielleicht 1-2 Meter. Schade, aber das war gut gespielt. Die 2 Mittelfeldspieler überspielt, die 2 Sechser von Leipzig und schon ist die Lücke da. Wenn wir den im Pressing kühlen Kopf bewahren. Das haben wir gerade gemacht. Und Mamouche setzt nochmal nach gegen Klostermann. Ja, aggressiv. Aber da müssen wir halt auch den Ball gewinnen und das tun wir nicht. Jetzt aber. William Pacho und wieder schnell umschalten. Richtig, richtig gut. Genau so. Mamouche vielleicht als Vorlagengeber. Larsen ist in der Mitte. Götze winkt. Ja, Mamouche braucht ein bisschen. Und jetzt eine gute Flanke. Larsen steht wieder falsch. Steht wieder da, wo er nicht stehen soll. Aber jetzt wird es nochmal ein bisschen offener. Jetzt haben wir so ein bisschen das Heft des Handelns in der Hand. Skiri auf Max. Ja, und jetzt kommt die punktgenaue Flanke. Da läuft Larsen ein, aber der wird gefoult vorher so ein bisschen. Ist so ein bisschen aus dem Tritt gekommen. Hasebe, einer seiner letzten Zweikämpfe, die er hier gewinnt. Vielleicht der wichtigste. Mamouche. Gegen Carvajal, das ist Max. Allein gegen alles. Skiri nochmal. Eine Flanke rein. Ja, da ist Götze. Seitfallzieher. Da wäre Orban auch stolz drauf gewesen. Aber es wird wohl auch hier beim 0-0 bleiben. Forsberg kommt auch nochmal rein. Und dann ist das die Champions League. Wenn Wolfsburg jetzt nicht noch 5 Tore mehr geschossen hat, dann ist das die Champions League. Müsste eigentlich reichen. Götze nochmal und es ist Schluss. Also auch das letzte Spiel geht 0-0 aus. Aber ich glaube, das reicht für die Champions League. Das müsste reichen für Platz 4. Ja, Trapp kann es auch gar nicht glauben. Der ist noch völlig im Tunnel drin. Ist schon Vorbereitung aufs Finale der Conference League. Aber ich glaube, das müsste gereicht haben für Platz 4. Wir gucken gleich mal. Götze kann es auch nicht fassen. Nach seinem Seitfallzieher. Ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was die Abschlusstabelle zeigt. So, hier sehen wir mal kurz angeschnitten. Union bleibt also bei der Niederlage. Wolfsburg gewinnt nur 2-0. Das heißt also, wir müssen, wenn ich mich nicht verrechnet habe, müssen wir wirklich Vierter sein. Und wir spielen im Sanderson Park das Finale. Ist das nicht die Heimstätte von den Bayern hier in-game? Schade, ich hätte mir eigentlich ein anderes Stadion gewünscht. Aber egal. Die Tabelle. Die Abschlusstabelle. Und es hat gereicht für Platz 4 und zwar dank der besseren Tordifferenz ziehen wir in die Champions League ein. Sehr, sehr geile Sache. Wolfsburg 5. spielt in der Euroleague. Union spielt Euroleague Quali und ich glaube der 7. geht in die Conference League. Also Freiburg in dem Fall. Wahnsinn. Aber dann haben wir auch eine richtig überragende Rückrunde gespielt. Ich müsste das mal vergleichen mit der Hinrundentabelle. Sehr, sehr stark. Also wir gehen mal kurz durch von oben. Bayern Meister, Dortmund Vizemeister, Leipzig 3., wir 4. Ganz, 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 ganz stark. Wolfsburg, Union, Freiburg, Hoffenheim, Leverkusen dann doch 9. Aber nach wie vor sehr, sehr enttäuschend die Saison, finde ich. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. 10. Augsburg, Bremen, dann Stuttgart, Köln, Mainz. Gladbach hat sich gerettet. Bochum spielt Relegation. Heidenheim und Darmstadt steigen überraschenderweise wieder ab. Pokalfinale ist, glaube ich, jetzt erst. Genau, wir haben jetzt nämlich 2 Wochen Pause. Da können wir erstmal ein bisschen durchlaufen lassen. Und das geht ganz, ganz schnell. Entwicklungsplan von Buta. Gucken wir gleich nochmal. Wir haben 74,7 Millionen bekommen dafür, dass wir halt, ja, in die Champions League wahrscheinlich eingezogen sind. Mallorca ist hier interessiert. Lehnen wir erst nochmal ab. Da werden dann im Sommer die ganzen Angebote reinkommen. Buta. Entwicklungsplan. Was haben wir denn da? Ausgeglichen? Ne, warte mal. Was können wir denn hier noch machen? Gar nichts mehr. Hier kann er sich gar nicht mehr verbessern bei der Position. Da kann er sich im Prinzip auch nicht verbessern. Also das ist jemand, dem kann es auch Stürmer geben. Da würde sich nichts tun. So, das hatten wir auch. Genau. Und dann sind wir doch gleich am Spieltag angelangt. Wir gucken nochmal in die anderen Ligen rein. Das mache ich ja immer gerne. Wobei, mache ich das nach dem Spiel gegen Fenerbahce? Ich mache das im nächsten Part. Also im nächsten Part ein Rundumblick in die Ligen. Du bist ein Vorbild. Vielleicht können wir ja Herr Sebe nochmal einwechseln dann. Ich hoffe, dass ich gegen Fenerbahce nicht auf der Bank sitzen werde. Auf jeden Fall wirst du auf der Bank sitzen, weil das Finale, das spielen ja Pacho und Koch. Also das ist die Finalelf hier. Da lege ich mich auf jeden Fall fest. Auf der Bank vielleicht, da kann er Platz nehmen.
Und dann gucken wir, genau, im nächsten Part das Finale. Wir haben die Chance, den Titel zu holen und dann gucken wir in alle anderen Ligen rein. Und dann beenden wir Saison Nummer 1 und bereiten uns schon mal so ein bisschen auf Saison Nummer 2 vor. Transfer und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.